Mit Sophistic und Revit 2025 wurde die Lastweiterleitung komplett überarbeitet. Die bisherigen zwei Verfahren wurden hiermit ersetzt. Schauen wir uns das Vorgehen an. Das ist das System aus dem vorherigen Video, das 3D-Hauptsystem und die 6 Subsysteme haben wir bereits berechnet. Ziel ist nun eine Lastweiterleitung vom oberen auf das jeweils darunter liegende Geschoss durchzuführen. Hier oben finden wir den neuen Befehl der Lastweiterleitung. Zunächst können wir hier einen Namen für die Lastweiterleitung vergeben. Das ist sinnvoll, weil man eventuell unterschiedliche Lastweiterleitungen untersuchen möchte. Ich nenne diesen Set LWL1 Lastweiterleitung 1. Hier unten werden alle zur Verfügung stehenden Subsysteme aufgelistet und ja, wir können sie einfach in den grafischen Bereich herüberziehen. Zum Beispiel Subsystem Level 4, Subsystem Level 3, Subsystem Level 2. Jedes Level hat einen roten und einen grünen Halbkreis. Grün bedeutet, von hier werden die Lasten in Richtung Rot weitergeleitet. Also könnte so aussehen. Alles entfernen, weil in 90% der Fälle ist die Sache trivial einfach und dafür gibt es den großen Automatik- oder Automatisch-Knopf. Wenn Sie den betätigen, werden alle Subsysteme logisch von oben nach unten verknüpft. Es könnte sich aber natürlich eine Situation ergeben, bei der Sie zum Beispiel zwei unterschiedlich aufgehende Gebäude haben, die die Lasten auf einer gemeinsamen Ebene abtragen. Ja, und das kann man hier eben auch sehr komfortabel beschreiben. Normale entfernen. Also wir nehmen zum Beispiel ein Level 4 und ein Level 3. Von 4 wird übertragen auf 3. Dann nehmen wir ein anderes, ein Level 2 zum Beispiel und ein Level 1. Von 4 soll übertragen werden auf 1, aber auch von 3 soll auf 1 übertragen werden. Ja. Also das ist hiermit sehr gut darstellbar. Bei uns ist es aber einfach, also sage ich einfach alles entfernen und drücke den Automatisch-Button. Hier oben können wir die Berechnungsaufgaben für diesen Set der Lastweiterleitung auswählen. Ich nehme hier die Lastkombinationen heraus, weil ich die Kombination nicht in Revit, sondern im SSD mache. So, dann gibt es hier noch Einstellungen für die Lastverteilung. Lastverteilung Linienauflager heißt das. Und für die Zuordnung der Lastübernahme. Die Lastverteilung schauen wir uns gleich noch gesondert an. Gucken wir erstmal hier rein. In der Zuordnung geht es darum, wie mit Auflagerreaktionen und wie mit dem Eigengewicht von unterstützenden Bauteilen umgegangen werden soll. Bleiben wir zunächst bei dem Kartenreiter Auflagerreaktionen. Wir können hier im oberen Bereich die Einstellung global für das ganze Set, also in unserem Fall für das LWL1 festlegen und bei Bedarf diese globalen Einstellungen hier unten lokal für jede einzelne Lastweiterleitung von Geschoss zu Geschoss überschreiben. Wenn alle Einstellungen für alle Level gleich sein sollen, können wir diesen unteren Bereich also ignorieren.
Ja, es geht also darum, wie mit den einzelnen Lastfallnummern umgegangen werden soll. Wir können die Lastfallnummern beibehalten. Das bedeutet, die zur Aktion gehörenden Reaktionslasten werden übertragen und sie werden im Lastfall mit der gleichen Nummer und dem gleichen Namen wie im Quellsystem angelegt. Oder wir können eine neue Lastfallnummer zuweisen. Das bedeutet, die zur Aktion gehörenden Reaktionslasten werden übertragen. Sie werden alle unter dem einzelnen ausgewählten Lastfall erstellt. Dafür können wir hier einen Lastfall auswählen oder einen neuen Lastfall erstellen. Die dritte Möglichkeit ist, ja, einfach Lasten dieser Art ignorieren. Das würde bedeuten, die zur Aktion gehörenden Reaktionslasten werden ignoriert. Es werden keine Lasten für sie erzeugt. Ich lasse alles auf Lastfallnummern behalten eingestellt. Schauen wir auf den zweiten Kartenreiter. Hier geht es um das Eigengewicht von unterstützenden Bauteilen. Hier wird definiert, ob Eigengewichtslasten für die tragenden Elemente, also typischerweise für Wände und Stützen, zwischen einem Quellsystem und einem Zielsystem generiert werden sollen. Auch hier wieder 3 Auswahlmöglichkeiten. Erstens Lastfallnummern vom Zielsystem nutzen. Das heißt, für die tragenden Elemente werden Eigengewichtslasten erzeugt und sie werden im Eigengewichtslastfall des Zielsystems erstellt. Zweite Möglichkeit, eine neue Lastfallnummer zuweisen. Das bedeutet ebenfalls, dass für die tragenden Elemente Eigengewichtslasten erzeugt werden. Sie werden aber alle unter dem einzelnen ausgewählten Lastfall erstellt, den wir dann hier wieder auswählen oder neu anlegen können. Dritte Möglichkeit, ja, Lasten nicht erzeugen. Das heißt, das Eigengewicht tragender Elemente wird vernachlässigt. Es werden keine Lasten dafür erzeugt. Auch hier ist es wieder so, dass Sie im oberen Bereich die Einstellung global für das gesamte Set vorgeben und im unteren Bereich bei Bedarf diese Einstellung lokal für einzelne Geschosse überschreiben können. Ich lasse alles auf Lastfallnummern von Zielsystem nutzen stehen. Ich sage OK. Ja, bleibt noch die Lastverteilung für Linienlager. Hier können wir zwischen 3 Möglichkeiten wählen: konstant, trapezförmig und positiv trapezförmig. Was darunter zu verstehen ist, das wird im Sophielot-Handbuch Kapitel 9 erläutert. Hier haben wir die 3 Varianten und ja, unser Entwicklungsleiter Andreas Nigel war so freundlich, mir dazu 3 Skizzen zu zeichnen. Bei konstant werden also außenmittige Lasten ganz einfach konstant über die Länge verteilt. Bei trapezförmig haben wir eine Aufteilung des Moments aus der Außenmittigkeit auf Druck und Zug. Und beim positiv trapezförmigen Ansatz wird verhindert, dass Zug entsteht. Es wird aber versucht, bei einem exzentrischen Lastangriff die resultierenden Lasten trotzdem dreiecks- oder trapezförmig zu verteilen, zum Beispiel um eine Verteilung beim Mauerwerk zu simulieren. Es entstehen hier also keine Zuglasten. Gut, haben wir alles eingestellt, dann können wir das Fenster mit OK schließen. Daraufhin taucht die Lastweiterleitung jetzt hier im Analysis Browser auf und wir können sie über die rechte Maustaste mit Berechnen starten.
Ja, jetzt werden die Auflagereaktionen für jedes einzelne Geschoss berechnet und dann als Last auf das darunterliegende Geschoss aufgebracht. Wichtig für Sie zu wissen ist, dass die Übergabelasten kein Gegenstück in Revit haben, sondern sie werden stattdessen auf einer Sophistic-Ebene übertragen. Um sie zu visualisieren, nutzen wir einfach die grafische Ausgabe, auch Graphic oder WinGraph genannt. Ja, nehmen wir zum Beispiel Level 1, das ist 4, 3, 2, Level 1. Hier ist Level 1, das steht auf der Decke von Level 0 und hier drunter befinden sich keine Stützen mehr. Wir lassen uns also die Ergebnisse von Level 1 anzeigen. Hier Ergebnisse anzeigen. Und zwar wollen wir Auflager sehen, wir wollen Kräfte sehen, und zwar die Knotenkräfte. Da sehen wir hier vorne die beiden Stützen. Die bekommen eine Last von 320,6 bzw. 472 Kilonewton. Gehen wir jetzt eine Etage tiefer auf Level 0 und rufen den WinGraph auf. Dann drehen wir uns die Ansicht so, dass es genau ähnlich aussieht. Ja, jetzt können wir hier wählen Lasten, aufgebrachte Lasten, alle Elementtypen. Wir wollen Einzellasten sehen. Ja, und wir bekommen 324,6 und 475,9 angezeigt. Was genau die gleichen Zahlen von eben sind, aber noch um das Eigengewicht der Stützen erhöht. Also knapp 4 Kilonewton mehr, als wir vorhin gesehen haben. Ja, so lässt sich die Plausibilität sehr gut überprüfen. Außerdem stehen natürlich alle Werte wieder ausführlich im Ergebnisbericht, den wir hier aufrufen können. Ja, ich denke, die neue Lastweiterleitung ist eine weitere sehr gute Verbesserung in Version 2025. Probieren Sie es am besten einfach mal selber aus. Ich bedanke mich für Ihr Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.